Είμαι η Κωνσταντία Βουζή, συνθέτης, μαέστρος και καθηγήτρια υπεύθυνη για τα μουσικά σύνολα σύγχρονης μουσικής στην Ανώτατη Μουσική Ακαδημία του Μονάχου. Έχω γεννηθεί στην Αθήνα και ζω στη Γερμανία, όπου σπούδασα και εργάζομαι από το 1987. Das Werk hat ja schon einen sehr klaren Titel, womit viele Leute sofort eine Assoziation haben, Atlantis. Kannst du erklären, wie du zu diesem Titel gekommen bist? Atlantis beschäftigt mich seit Ewigkeiten und Atlantis als das Verlorene und die Suche, das wiederzufinden. Das ist die Assoziation, was Atlantis für mich bedeutet. Es gab oder es gibt eine Komposition, das ist Atlantis 1 und die ist für Stimme und für Cimbalom. Und Atlantis 2 ist entstanden als ein Bedürfnis für Harfe zu schreiben. Das war 2010. Und als wir uns kennengelernt haben, hatte ich das Glück und habe ich immer noch, mit dir das Stück zu erarbeiten. Und das ist dann Atlantis 2 von vor 10 Jahren, aber eigentlich von 2024. Das ist eine eigene Version für dich. Und ich kann mich erinnern an unser erstes Gespräch über das Stück. Und was für mich haften geblieben ist, war diese Beschreibung, wo du sagtest, in einem Dorf gab es dieses Fest, fast archaisch, wo sie die ganze Nacht getanzt hatten. Und hast du auch diese Eindrücke oder auch deine griechische Herkunft verarbeitet in diesen Sätzen, oder ist es dann nur Zufall, dass du aus Griechenland bist und dass es Atlantis heißt? Also, dass ich aus Griechenland bin und Atlantis, das Stück heißt, es ist kein bewusster Prozess oder bewusste Entscheidung. In meiner Musik generell möchte ich meine Wurzeln mit dem, was ich gelernt habe in Deutschland. Also ich bin schon hier 37 Jahre und das ist mehr, als ich in Griechenland gelebt habe. Trotzdem denke ich mir, und das ist mir ein großes Bedürfnis, das, was ich gelernt habe in Deutschland, mit dem, was ich mitgebracht habe, aus Griechenland zusammenzubringen. Es gibt sehr viele Prozesse, die bewusst laufen, und es gibt sehr viele Prozesse auch, die unbewusst laufen und durch die Musik dann kommen ins Bewusstsein, weil Musik ist ein wunderbares Mittel, auch sich selbst kennenzulernen. Und das Thema Atlantis und mit diesen allen Titeln, die sind 7 Stücke, jedes Stück mit einem anderen Titel, bedeuten etwas für das, was ich selber suche. Und deswegen auch diese Kombination, suche ich etwas Archaisches oder suche ich etwas, was selbstverständlich ist und ich es selber vergessen habe. Es war die Fragezeichen, und dadurch kamen auch diese alle 7 Titel, und es geht eigentlich um 7 ganz kurze Kompositionen. Man kann sagen, die sind 7 Miniaturen. Möchtest du vielleicht kurz zu jeder Miniatur den Charakter schildern oder was für dich die Inspiration war? Ja, gerne. Also das erste Stück von der Komposition Atlantis für Hafensolo, Atlantis 2, heißt Jasmin. Und Jasmin hat die Beziehung in meinem Inneren, dass so eine kleine Blume erzeugt sehr viel innerlich. Dadurch wir riechen durch die Nase das Erlebnis, wie dieses Aroma vom Jasmin ist viel größer eigentlich als diese kleine Blume. Und ich wollte eine Miniatur schreiben, eine Miniatur komponieren, in der ich beschreibe, wie dieses Gefühl von Anschauen, von Riechen, von Wahrnehmung sich anfühlt. Das zweite Stück heißt Wind im April, also das ist Wind in April. Und das ist auch, es geht darum, dass eigene Aktionen im Leben, die dauern Sekunde,
in der Realität, aber in unserer Wahrnehmung innerlich sind viel länger. Und es kommt immer wieder in meiner Musik diese Sehnsucht, diese Momentaufnahmen, Momentwahrnehmungen zu erzählen, indem ich einen inneren Prozess beschreibe durch die Musik und der natürlich nicht so kurz ist wie diese Wahrnehmung, dieser Moment. Hier ging es mir darum, dass ich eine Melodie auseinandersetze und eine Melodie, als ob es ein Kinderlied wäre, und parallel zu diesem Kinderlied-Melodie ein Windgeräusch stattfindet oder hörbar ist. Und warum im April? Weil im April die Winde mindestens in Griechenland nicht so stark wie im Sommer oder wie im tiefen Winter sind. Also es geht um einen Wind, der eigentlich nicht so windig ist, sondern er hat so eine barbarolische, würde ich sagen, Bewegung. Also kein Wiener Wind. Das ist kein Wiener Wind, der so kalt ist im April, sondern ein griechischer Wind, der milder ist. Das dritte Stück heißt Rose und es hat auch mit diesen Fragezeichen, die ich im ersten Stück hatte, heißt also mit dem ersten Stück, was Jasmin heißt, wie ist die Wahrnehmung, wenn ich eine Blume rieche und diese Blume kann auch gefährlich sein. Und wie kann ich, stellte mir die Frage, dramaturgisch diese zwei verschiedene Wahrnehmungen, also ein wunderbares Riechen einerseits, aber auch aufpassen, dass ich nicht blute, wenn ich diese Rose anfasse, weil sie auch Schönheit, aber auch Gefährliches wirken kann. Und das ist musikalisch auch die Frage, geht es einen Weg, diese zwei Klangfarben zu unterscheiden, ja oder nein? Und das ist da sozusagen der Weg dorthin. Das vierte Stück heißt A Light in the Darkness, ein Licht in der Dunkelheit. Und das können wir auch später auch demonstrieren. Es geht auch um eine Melodie, die wie Tropfen scheinen. Die ist eine Melodie, die in Schritten läuft. Und das ist für mich, das Melodie überhaupt ist wie ein Licht in der Dunkelheit, vor allem im 21. Jahrhundert. Es ist mir wichtig, Melodien und Rhythmus immer noch zu behalten. Und wie ich sie bearbeite, ist auch natürlich auch die große Frage. Also die rechte Hand spielt die Melodie und die linke Hand erzeugt ein Geräusch. Und dieses Geräusch aber jedes Mal, wenn Elisabeth die Harfe spielt, kann andere Obertöne erzeugen. Und diese improvisatorische oder freie Art, dass es einerseits eine Komposition durchkomponiert ist und durchgeschrieben, aber es gibt Zufälle, klangliche Zufälle, die durch die Arbeit mit dem Interpreten oder mit der Interpretin entstehen, sodass die Interpretin weiß, wie diese Klangfarbe sein sollen als Teppich. Das ist etwas, was mir große Freude bereitet, weil es ist einerseits mein Stück, aber die Interpretation hat nur mit der Interpretin zu tun und es ist diese eigene, weil eine andere Interpretin oder ein anderer Interpret kann diese Auffassung von Klängen auch ganz anderes verstehen oder empfinden und dadurch das Stück auch wird unter anderem Licht oder unter anderem Fokus gestellt. Das fünfte Stück heißt Liebe, Love, und das ist auch eine Sehnsucht, wie könnte ein Gefühl der Liebe musikalisch geäußert werden. Und natürlich es kann alles Mögliche sein, von milden Klängen bis zum aggressivsten Klängen. Und hier geht es darum, es geht um ein Thema,
das sich wiederholt, so wie in einem Ritual, aber die Intensität und die Dynamik, in dem das Thema weiter und weiter geht, wird wachsen lassen, so dass für mich die Liebe in diesem Stück hat mit der Entwicklung einer Intensität zu tun. Das 6. Stück heißt Ritual Dance, das ist ein ritueller Tanz und das ist das, was ich dir auch damals gesagt habe. Es gibt in Griechenland im Mai in 2, 3 Orten eine Vorbereitung mit Tanzen und eine Vorbereitung mit verschiedenen Gesänge, die sehr lang dauert, vielleicht 7, 8 Stunden, so dass die Leute, die in diesem Kreis sind und getanzt und gesungen haben und sie halten sich auch von der Hand, auf Kohle tanzen, ohne verbrannt zu werden. Und in diesem Stück, das ist eher die linke Hand, die diesen Ritualprozess erzeugt oder erzählt, und die rechte Hand ist die, die das Tanzen vielleicht erinnert. Es ist keine 1:1 Melodie oder kein 1:1 Rhythmus, aber das ist das, was ich mir vorstelle, wie es sein könnte oder wie es sein kann, wenn man das immer wieder wiederholt. Also das ist überhaupt die Frage, wenn man in einem Ritual sich befindet oder in einer Wiederholung, was die Wiederholung mit uns auch emotional ausmacht oder was sie erzeugt. Und das 7. und letzte Stück heißt Lulling to Sleep, also das ist wie ein Lullaby, wie ein Song, wie ein Lied, was man selber sozusagen singt, ohne dass man das versteht, zum Einschlafen. Also wenn kein anderer ein Lied dir singt, dann kannst du ein Lied vorsingen, um selber zu schlafen. Und diese Kombination von einer Melodie, die ein bisschen träumerisch ist, und ein Geräusch ostinato, würde ich sagen, was auch aus einer Bewegung der linken Hand auf der Harfe erzeugt wird. Dieses Stück ist auch das Ende der Komposition, was eigentlich offene Frage stellt, ob es weitergeht, ob es weitergehen kann, ob eine Suche weitergeht, ob eine Suche weitergehen kann und was ist das, was man suchen kann. Gibt es Sachen, die selbstverständlich sind und suchen wir sie nicht weiter? Oder gibt es Sachen, die überhaupt uns fremd sind und haben wir eine Sehnsucht danach? Und das war diese große Frage, die ich für mich in dieser Komposition gestellt habe mit diesen 7 kurzen Stücken.